Menschen sind die einzigen, die sich ihrer Sterblichkeit bewusst sind. Trotzdem leben wir oft selbstverständlich von Tag zu Tag, als würde das Leben ewig andauern. Bereits in der Antike wurde der Begriff Memento Mori geprägt. Eine Aussage, die ich mir jeden Tag erneut bewusst mache. Memento Mori kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie: Erinnere, dass du sterblich bist. Der Ursprung von Memento Mori liegt im antiken Rom und war damals wie heute ein Symbol für die Vergänglichkeit des Lebens. Nach errungenem Sieg wurde den Feldherren, die mit ihren Soldaten und der Kriegsbeute in Triumphzügen durch Rom zogen und dabei vom Volk bejubelt wurden, von einem Sklaven ein Lorbeerkranz über den Kopf gehalten. Dieser stand hinter ihm und erinnerte den Feldherrn mit den Worten Memento Mori immer wieder daran, dass auch er menschlich sei und einmal sterben würde. Zitate des stoischen Philosophen Seneca besagen inhaltlich zusammengefasst genau das. Lebe dein Leben so, als ob du jeden Moment gehen könntest. Lebe es so, dass du alles vorbereitet hast und auf eine gute Weise zurücklassen kannst. Lebe dein Leben so, dass du von heute auf morgen ohne Bedauern aus dem Leben scheiden könntest. Lebe so, dass du alte Wunden geheilt, Beziehungen gepflegt, Streitigkeiten verhindert und deine wichtigsten Aufgaben erledigt hast. Kürzlich ist eine alte Bekannte verstorben. Ich habe immer gedacht, dass ich sie bestimmt irgendwann noch einmal sehen oder von ihr hören würde. Gedanklich habe ich mein Vorhaben auf einen Zeitpunkt in der Zukunft geschoben. Auf irgendwann einmal. Aber irgendwann existiert nicht. Irgendwann ist formlos und lässt sich nicht greifen. Es ist dasselbe mit den Menschen in unserem Leben, die uns wichtig sind, aber deren Liebe und Zuneigung wir schnell als selbstverständlich ansehen. Wir haben keinerlei Sicherheit, dass sie für immer bei uns bleiben werden. Wir sollten daher das Allerbeste aus der Zeit machen, die wir jetzt gerade zur Verfügung haben, und den Menschen immer wieder sagen, was sie uns bedeuten. Streitigkeiten möglichst aus dem Weg gehen und nicht wütend einschlafen. Der Autor Ryan Holiday sagt, dass die Gedanken an den Tod eines jeden Menschen und seine Sterblichkeit in einer positiven und nicht depressiven Betrachtungsweise alle Handlungen überschatten sollten. Dies sei die einzige Weise, sich bewusst zu machen, das Richtige zu tun. In einem seiner Interviews hat er mich auf etwas aufmerksam gemacht, was man vielleicht selbst kennt, wenn man Kinder hat. Ein Beispiel, was man auf viele Aspekte des Lebens beziehen kann. Oft ist man ungeduldig, wenn etwas nicht so schnell geht, wie man es gerne möchte. Oder wenn zum Beispiel die Kinder abends sehr lange brauchen, um einzuschlafen. Er erinnert daran, geduldig zu sein und diese Momente zu genießen, die wir mit anderen Menschen verbringen. Er selbst sagt etwas wie: Was mache ich, wenn ich meine Kinder ins Bett gebracht habe? E-Mails beantworten, auf der Couch liegen und Fernsehen schauen? Nichts. Ich mache nichts, was wichtiger sein könnte, als diesen Moment zu genießen. Auch wenn wir diese Momente wegen einer inneren Unruhe manchmal schlecht aushalten können, weil wir denken, Dinge müssten schneller gehen, weil wir noch etwas zu erledigen haben. Diese Momente, durch die wir durchrasen, um mit der nächsten Sache beginnen zu können, werden irgendwann kostbar für uns sein, wenn die Kinder groß sind und ihr eigenes Leben haben. Dieses Beispiel kann man auf viele Bereiche des Lebens anwenden.
Wir verschwenden so viel Zeit, die wir in sinnloser und überflüssiger Weise verbringen oder damit Dinge aufzuschieben. So als ob wir die Zeiger auf einer Uhr beobachten und nur darauf warten, dass wieder ein Tag vergangen ist. Der Philosoph Seneca schrieb hierzu, dass der Tod nicht in der Zukunft liegt, sondern dass jeder vergeudete Moment ein Stück Tod bedeutet. Die Zeit, in der wir uns unnötig lange über einen Vorfall aufgeregt, einen schlechten Film geschaut oder mit unwichtigen Dingen verschwendet haben, bekommen wir nie wieder zurück. Für mich ist Memento Mori deshalb viel mehr als nur ein Spruch, den wir heute auf einem Kalender oder sonst wo ab und zu mal lesen können. Vielmehr ist er für mich eine andauernde Erinnerung daran, das Leben nicht als selbstverständlich zu nehmen, dass jeder Moment einmalig ist und sich nicht wiederholen lässt. Vielen Dank, dass du bis zum Ende geschaut hast. Bis bald.